Hallo ihr Lieben, willkommen zurück oder willkommen zu unserem zweiten Head-to-Toe Assessment. Ich bin wieder als Ärztin verkleidet und meine Patientin, die Anne, ist auch wieder dabei. Wir sind natürlich, ich bin wieder eine Ärztin, die Anne ist auch nicht krank, aber da es so gut angekommen ist und sich so viele Leute einen weiteren Teil dieses Formats gewünscht haben, habe ich gedacht, drehen wir das jetzt auch noch. Und genau, also dieses Video wird wahrscheinlich nur ein Teil werden und ich wünsche dir einfach jetzt ganz viel Entspannung. Denn dieses Video ist wie immer kein Lehrvideo und keine medizinische Beratung, sondern dient allein deiner Entspannung. Genau. Und jetzt genieße die Untersuchung. Hallo. Hallo. So, du bist da zu deinem jährlichen Check-up. Wir gucken uns alles einfach mal an, von Kopf bis Fuß, ob alles bei dir passt. Du warst nicht letztens krank oder irgendeinen Infekt hattest du keinen? Nein, hatte ich nicht. Gut. Auch sonst irgendwas, was ich wissen müsste? Ich hatte in letzter Zeit ein paar Kopfschmerzen, aber es kann auch davon sein, ich wurde geimpft. Okay. Mhm. Genau, ich habe mir die Kopfschmerzen einfach mal notiert und habe das natürlich im Hinterkopf, wenn wir die Untersuchung machen. Genau, ich werde anfangen mit deinen Vitalwerten, schaue mir deine Kopfhaut an, deine Gesichtshaut und natürlich auch die inneren Organe, schaue mir Augen und Ohren an. Und genau, dann werden wir sehen, wie es dir so geht. Okay. So, ich habe mir jetzt meine Handschuhe angezogen. Jetzt würde ich tatsächlich erstmal mir deine Kopfhaut genauer anschauen. Darf ich das auch? Na klar. Genau, ich schaue einfach, ob ich da auch so Muttermale finde oder sonstige interessante Hautveränderungen. Ja, die Kopfhaut, die wird da ganz oft vergessen. Aber soweit sieht alles sehr gut aus. Also da tatsächlich ja auch keine trockene Kopfhaut oder so. Also die Kopfhaut sieht sehr gesund soweit aus. Und auch sonst eben keine auffälligen Muttermale oder Hautgeschichte. Gut. Willst du die selber wieder zusammen machen? Genau. Dann würde ich noch deine Vitalwerte messen. Zuerst einmal die Temperatur, durch ein frisches. Genau. So, Achtung, Vorsicht. 36,5. 36,9, also komplett im normalen Bereich. Werde ich nochmal deinen Puls messen. Das ist wirklich sehr langsam, aber deutlich zu spüren. Aber du bist ja auch Leistungssportlerin, da ist das ja ganz normal. Okay, das passt soweit. Dann genau, werde ich jetzt nochmal dein Gesicht abtasten. Ich da
unter den Augen, aber da spüre ich jetzt keine Schwellung oder sonstiges. Die Nervenaustrittsstellen mal abklopfen. Ist da Schmerzen? Nein, keine Schmerzen. Sehr gut. Okay. Dann gehe ich mal vorsichtig an deine Speiseröhre und Luftröhre. Man merkt, dass es muskulär relativ fest ist, aber an sich nichts auffällig. Du darfst einmal bitte schlucken. Gut, der Kehlkopf bewegt sich. Sehr gut. Dann würde ich jetzt deine Lymphknoten abtasten, da was geschwollen ist. Oder etwas schmerzempfindlich. Mal hier am Mundboden. Hier seitlich am Hals. Das ist auch alles gut. Bei den Anheben komme ich nämlich hier beim Schlüsselbein an die Lymphknoten besser ran. Auch alles gut. Und wieder locker. Auch gut. Hier die Achse und hier. Super. Okay. Gut. Das passt soweit. Gesicht, Lymphknoten, Speiseröhre, Luftröhre, alles gut. Dann schaue ich mir nochmal die Haut an deinen Armen an. Einfach, ob ich da zum Beispiel Muttermale finde. Das ist eine kleine Verletzung, aber wahrscheinlich vom Sport. Die Muttermale, die du da hast, sind alle ganz klein. Also interessant wäre es, wenn sie jetzt über 5 cm groß wären. Oder dann so eine Erhebung hätten. Oder ja so, die so am Rand so uneben sind. Schau nochmal mit der Lupe. Nee, das ist alles gut soweit. Also diese kleinen Muttermale sind natürlich völlig harmlos und auch sonst hast du keine Probleme mit Ekzemen oder... Nein, ich habe keine Probleme mit meiner Haut. Sehr gut, okay, dann passt das auch soweit. Hätte ich jetzt 3 Wörter für dich zum Merken. Und zwar sind diese Wörter Weihnachten. Ich schreibe es mir auch mal auf. Weihnachten, Herz und Blumenstrauß. Okay. Weihnachten, Herz und Blumenstrauß. Genau, werde ich dann später nochmal abfragen. Okay, dann kommt es jetzt zur Augenuntersuchung. Ich werde ein paar Tests machen. Genau. So, ich leuchte jetzt in deine Augen. Und du schaust dabei auf meine Nase. Aha, sehr gut. Gut, ich mal die Iris an. Ist alles gut, die Pupillenreaktion. Gute Reaktion. Gute Reaktion, super. Dann darfst du mal dieser Lampe folgen.
Das sieht sehr gut aus. So, ich werde etwas schneller. Das hat gut geklappt. Also du konntest gut folgen, du konntest gut folgen, du hattest auch keinen Nystagmus, das ist so ein Zucken des Auges. Und jetzt geht es nochmal um dein Sehfeld. Du sagst bitte, wann du meine Finger in deinem Sehfeld sehen kannst. Ja. 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 Super. Und dann sagst du mir bitte Bescheid, wann du die Finger nicht mehr sehen kannst. Jetzt. 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 Okay, passt auch sehr gut vom Sehfeld. Und jetzt schaust du bitte einmal auf meine Nase, auf meinen Finger, auf meine Nase, auf meine Finger, auf meine Nase und meinen Finger, meine Nase, meine Finger, meine Nase und meine Finger. Okay, das hat auch sehr gut geklappt. Die Reaktionen und auch die Hirnnerven, die für deine Augenbewegungen und Reaktionen zuständig sind, dürften in Ordnung sein. Dann deckst du mal bitte dein rechtes Auge zu und liest mir bitte die Zahlen vor. 9, 8, 6, 7, 1, 3 und 5. Das andere Auge bitte. Z, W, M, O, P, A, C. Also mit deinen Augen. Alles gut. Dann werde ich jetzt in deinen Mund nochmal gucken und danach sind die Ohren dran. Einmal bitte den Mund öffnen, die Zunge bitte rausstrecken. Sehr gut, keine Rötung im Rachen, die Mandeln sind nicht belegt. Auch die Zunge sieht soweit gut aus. Super. Okay, gut. Dann, wie gesagt, sind jetzt die Ohren dran. Ich werde erstmal bitte dicht in deine Ohren schauen, abtasten und einen kleinen, ganz einfachen Hörtest machen. Okay, genau, drehe gerne den Kopf zu mir. Schau mir das Trommelfell an, ob das frei ist. Sehr gut. Trommelfell ist auf beiden Seiten schön frei, sieht gut aus. Und jetzt taste ich nochmal ums Ohr, da alles schmerzfrei ist. Kein Schmerz. Gut. Und rechts. Auch keine Schmerz. Dann machen wir jetzt einen kleinen Hörtest. Und zwar hältst du dir erstmal dein rechtes Ohr zu. Und ich werde jetzt einfach ein Wort flüstern und du versuchst das zu wiederholen. Okay? Spülschwamm. Spülschwamm. Sehr gut. Baumkrone. Baumkrone. Sehr gut. Das andere Ohr bitte zuhalten. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Kerze. Kerze. Sehr gut. Für den nächsten Test einfach die Augen schließen. Ich werde neben deinen Ohren Geräusche mit meinen Handschuhen machen. Du sagst mir, ist es rechts, links oder beidseits. Okay? Gut. Links. Rechts. Links. Beidseitig. Rechts. Rechts. Beidseitig. Sehr gut. Auch das hat sehr gut geklappt. Also, auch mit deinen Ohren ist, soweit ich das beurteilen kann, alles in
nimmst du bitte deinen eigenen Finger an deine Nase und streckst den aus. Und wieder zur Nase und ausstrecken. Und zur Nase und ausstrecken. Genau. Und jetzt bitte von deiner Nase zu meinem Finger. 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 Und zur Nase. Sehr gut. Auch das passt alles so. Die Koordination ist sehr gut. Gut, dann würde ich mich jetzt um deine inneren Organe kümmern. Ich fange an mit der Lunge. Dazu darfst du dich dann umdrehen und dann beginne ich mit dem Abhören im Sitz. Ja? So, ich beginne mit dem Abhören. Immer wenn dich das Stethoskop berührt, bitte tief ein- und ausatmen. Ja? Sehr gut. Ich höre keine Atemnebengeräusche. Also die Auskultation ist bisher ohne pathologischen Befund. So, ich nehme das T-Shirt etwas hoch. Kein Giemen, kein Pfeifen, kein Rasseln. Sehr gut. Okay. Dann kommt jetzt die Perkussion, quasi das Abklopfen. Dabei höre ich auf den Klopfschall. Ich erwarte einen sonoren Klopfschall. Ist weder zu laut noch gedämpft. Das würde sonst eventuell auf Emphyseme hindeuten, ein gedämpfter Klopfschall. Aber das ist auch soweit gut, also von vorne. Genau, und dann darfst du dich auf den Rücken legen. Dann werde ich mir von vorne deine Lunge und auch die inneren Bauchorgane anschauen. Teste ich einmal deinen Puls. Oh ja, der ist wieder sehr langsam, aber deutlich spürbar. Jetzt werde ich den Carotispuls einmal abhören. Du brauchst jetzt nichts zu machen. Dann werde ich jetzt auch wieder ein bisschen die Lunge abhören. Du darfst wieder tief ein- und ausatmen. Ein bisschen hier. Super, und jetzt gehe ich an dein Herz. Brauchst jetzt gar nicht besonders zu atmen. Ich höre jetzt einfach nur, auch ob da irgendwelche Nebengeräusche sind. Systole, Diastole, ob da alles normal ist. Aber da ist alles gut soweit. Ich
klopfe nochmal. Wieder auf den sonoren Klopfschall. Auch die Abgrenzung zur Leber kann man ganz gut hören. Okay, dann mache ich gleich hier weiter mit den inneren Organen. Da ist hier einmal so ein bisschen den Darm ab. Die Niere mal tief ein- und ausatmen und aus. Sehr gut. Die Niere auch beweglich ist. So 10 cm. Sehr gut. So wie ist es hier, so im Uterus-Blasenbereich. Alles okay. Genau, aber da haben auch Frauen manchmal so ihre Probleme. Aber natürlich auch oft nicht dauerhaft. Genau. Hier nochmal. Und dann höre ich mir natürlich jetzt auch nochmal so die Dampfgeräusche an. Du kannst ganz ruhig bleiben. Auch da sind die Geräusche ganz normal. Normale Funktion des Magen-Darm-Trakts. Da dürfte auch nichts sein. Halten wir nochmal auf. Herz, Lunge, alles gut. Abdomen, alles gut. Genau, dann würde ich jetzt nur noch an der unteren Extremität die Dermatome und Myotome, also Kennmuskeln testen und auch da nochmal eventuell den Puls und dann sind wir eigentlich schon durch. So, ich streiche jetzt mit meinen Handschuhen über deine Beine und Füße und du sagst mir, ob du einen Unterschied merkst zwischen rechts und links. Oh, die Dermatome sind immer repräsentativ für einen speziellen Wirbel. Und wenn da eventuell was nicht stimmt, wäre dann so eine Sensibilitätsstörung ein Hinweis. Alles gleich. Alles gut. Okay, jetzt mache ich einen leichten Krafttest, eben auch für einen Muskel, der ein Segment repräsentiert. Ja? Ich bringe dich in eine Position, du darfst mitgehen, selber halten und jetzt gegen mich drücken, nur halten. Halten, sehr gut. Das Bein bitte strecken. Super, locker. Wir machen gleich die andere Seite. Also ein Kraftverlust wäre dann ein Hinweis. Und locker. Wäre ein Hinweis, wenn etwas nicht stimmen würde. Aber die Kraft ist da. Wundert mich bei der Leistungssportlerin jetzt ehrlicherweise auch nicht. Zusammendrücken. Jawohl, gut. Bitte beide Füße nach oben drücken. Genau. Und die Zehen nach oben ziehen. Das passt gut. Ich fühle nochmal hier den Puls am Malleolus medialis. Und auch auf der linken Seite. Auch da ist die Qualität gut, auch wenn der Puls langsam ist. Aber auch alles gut soweit. So, wir sind soweit durch
mit deinem ja, Ganzkörper, mit deiner Ganzkörperuntersuchung. Es war wirklich alles okay. Vitalwerte, Kopfhaut, Haut im Allgemeinen, Lymphknoten, Augen, Ohren, Hals, sowie auch die inneren Organe, Herz, Lunge, Abdomen, und auch die neurologische Untersuchung war soweit sehr gut. Also von mir aus gäbe es jetzt keinen Grund, dich irgendwie weiter zu schicken an einen Kollegen. Aber genau, so wie es jetzt ist, und wenn für dich keine Beschwerden auftreten, können wir uns quasi nächstes Jahr wiedersehen zur jährlichen Untersuchung. Als allerletztes, kannst du dich noch an die 3 Wörter erinnern? Ja. Weihnachten, Herz und Blumenstrauß. Perfekt. Jetzt haben wir wirklich alles gemacht. Und wenn was ist, kannst du dich gerne melden. Ansonsten sehen wir uns nächstes